Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Zweikanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's ganz gut. Heute reden wir ein bisschen über Magnus Bars, der einen Profivertrag bekommen hat, was mich erstmal riesig freut, dass wieder ein Talent gebunden wurde. Aber natürlich wollen wir uns auch die Frage so ein bisschen stellen, ob er es denn wirklich aktuell zum Zeug hat für die Startelf. Lasst gerne ein Like und ein Abo da auf dieses Video und damit starten wir rein. So. Vom U19-Spieler zum Profi in nur wenigen Wochen. Magnus Bars ist Magdeburgs Shootingstar, was der Berliner mitbringt und was Trainer Christian Tietz begeistert. Ja, Magnus Bars hat ein unglaubliches Momentum aktuell, was er mit sich bringt. Ich glaube, das kann jeder bezeugen, vor allem im Trainingslager hat er einiges gezeigt. Ich war sehr überrascht, dass er so gut spielt. Also, dass er gut ist, das wusste ich. Aber so gut wusste ich dann auch nicht. Was für ein bewegendes und noch sehr junges Jahr. 2025 für Magnus Bars. Das 18-jährige Talent vom 1. FC Magdeburg durfte Anfang Januar mit den Profis im türkischen Trainingslager trainieren. Und ja, der hat es vor allem sehr gut gemacht, muss man sagen. Hat seine Chance, glaube ich, sehr gut genutzt. Und sich natürlich auch für mehr empfohlen. Eventuell kann er auch jetzt, heute am Freitag, erstmals im Profikader stehen. Das kann ich mir schon gut durchaus vorstellen. Wie realistisch das jetzt aber wirklich ist, das muss man sich dann natürlich fragen. Ich denke mal, also es ist schon möglich, dass er im Profikader steht, weil wir kaum ZOMs haben, richtig, aber naja. Ich denke eher, dass er erstmal in die Zweitmannschaft geht. Aber er wird definitiv irgendwann in die Erstmannschaft kommen. Da bin ich mir bei Magnus Bars sehr sicher. Am Dienstag testete der FCM 2 den U19-Spieler und nur einen Tag später unterschreibt er einen Profivertrag beim Club. Jetzt geht es für den pfeilschnellen Stürmer nach oben. Für die U19 absolvierte Bars für die Magdeburger 20 Spiele und erzielt dabei sagenhafte 15 Tore, was absolut krank ist. Und das als Linksaußen. Künftig wird sich der gebürtige Berliner wohl die Schuhe für den FCM 2 binden, um sich dort für die Zweitligamannschaft zu empfehlen. Ja, und der junge Mann ist auch erst 18, ähnlich wie Kamper, als er seinen Profivertrag unterschrieben hat. Sehr, sehr wichtig finde ich, dass man jetzt endlich mal Talente auch bindet, vor allem die Top-Talente. So eine Aktion wie Marc-André Jürgen fand ich nicht so geil, weil man da ganz genau weiß, dass der Mann nicht im Profikader stehen wird. Aber so ist es schon mal was anderes. Ich würde persönlich dann es sehen, wenn man Magnus Bars vielleicht nächstes Jahr in eine dritte Liga ausleiht, wenn er das Zeug dann schon dazu hat. Und dann mal guckt, wie weit er da kommt. Und dann dementsprechend das nächste Jahr, wenn es gut lief oder schlecht, dann agiert. Magnus ist ein junger und talentierter Spieler mit viel Potenzial, der über unser NLZ bisher gut ausgebildet wurde, sagte FCM-Sportchef Ottmar Schork. Er wird mit uns die nächsten Entwicklungsschritte gehen. Auf hohem Niveau trainieren und über die U23 die nötige Spielpraxis erhalten. FCM-Cheftrainer Christian Tietz sieht besondere Fähigkeiten beim Nachwuchsspieler. Magnus ist ein entwicklungsfähiges Eigengewächs, der sich sehr stark mit dem Verein identifiziert. Neben seiner Geschwindigkeit bringt er auch Torgefahr mit. Und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Der FCM hat sehr, sehr schnell den Profivertrag unterschreiben lassen, weil sie vielleicht auch irgendwas sehen, was ihn besonders macht und vielleicht direkt mal in den Profikader führt. Weil im Endeffekt unterschreibt Magdeburg bis jetzt oder hat nur bis jetzt Profiverträge für Eingewechsel nach der Spielzeit unterschrieben. Das heißt meistens zum Sommer. Das ist jetzt erstmals eine Ausnahme und das heißt schon irgendwas, dass er ein besonderer Spieler sein muss, meiner Meinung nach. Aber was eure Meinung dazu ist, würde mich mal wieder sehr interessieren. Schreibt das gerne in die Kommentare. Dankeschön an jeden, der es macht. Lasst gerne auch so wie immer ein Like und ein Abo da. Danke sehr an alle. Ich hoffe, wir gewinnen heute Abend, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Einen wunderschönen Tag euch noch und viel Spaß beim Spiel. Ciao Leute.